März 2024, Istanbul, Etiler. Früher ein Viertel der Reichen, heute ein Schaukasten für das, was im neuen Istanbul schiefläuft. 5 Uhr morgens, 2 Männer halten vor einem Restaurant. Nusret, das Reich von Salt Bey, der Goldsteak-König, weltweit gefeiert, in Istanbul beschossen. Nicht um ihn zu töten, um ihn zu erinnern, daran, wie Istanbul funktioniert. Wer verdient, der zahlt. Wer nicht zahlt, bekommt Besuch. Nusret'in restoranına bir ay içinde ikinci kez saldırı düzenlendi. Emri alan tetikçiler Etiler'deki Nusret'in restoranının hemen önüne geldi. Motosikletliydi. Arbeitslosigkeit, Inflation, eine Jugend ohne Perspektive. Ein Gehalt als Kassierer bringt keine Wohnung. Kein Leben. Aber ein Motorrad, ein Schuss, eine halbe Stunde Mut, das bringt schnell mal 2 Monatsgehälter. Die Gangs rekrutieren täglich. Auf TikTok, in Hinterhöfen, auf Fußballplätzen. Und immer öfter mischen sie sich in Geschäfte ein, die eigentlich unantastbar schienen. Im Fall Nusret war es die sogenannte Seebande, bekannt dafür, Leichen in Stauseen zu entsorgen. Aber so brutal sie auch sind, sie handeln nie ohne Rückendeckung. Bevor sie Salt Bey unter Druck setzten, holten sie sich das Okay von einem Mann, der damals schon Mafiakriege in Europa auslöste. Barış Boyun, geboren 1984 in Malatya, aufgewachsen in einem Land, das von politischen Krisen, Korruption und Gewalt geprägt war. In den frühen 2000ern taucht sein Name erstmals in Polizeiberichten auf, als Teil einer Straßenbande in Beyoğlu, einem der raueren Viertel Istanbuls. Die Truppe, die er führt, ist klein, aber gut organisiert. Sie treibt Schulden ein, vermittelt Macht. Kein ideologischer Überbau, nur das Gesetz der Straße. Was Boyun auszeichnet, ist sein Gespür für Struktur, für Machtlücken, für Skalierung. Während andere sich mit Revierkämpfen abgeben, beobachtet er die großen Linien. Er lernt, wie man Netzwerke aufbaut und wie man sie übernimmt. Damals stand er noch im Schatten eines anderen, Bilal Yaman, eine Art Patron der alten Schule. Verbindung zur Polizei, zur Politik, zu allem, was wichtig war. Er koordinierte Drogenströme, kassierte von illegalen Spielhöllen, vermittelte sogar zwischen verfeindeten Clans. Ein Mann, der Regeln schuf und sie auch durchsetzte. Boyun arbeitete jahrelang unter ihm, beobachtete, lernte, wartete. 2017 kam dann der Wendepunkt. Yaman wurde verhaftet, wegen Bildung einer bewaffneten kriminellen Organisation. Mit ihm verschwinden zentrale Schaltstellen des alten Systems. Barış Boyun füllt das Vakuum. Er übernimmt Yamans Netzwerke, kontrolliert die Geldflüsse, rekrutiert neue Gangster. Die neue Organisation finanziert sich über 3 Säulen: Drogenhandel, Waffenhandel, illegales Glücksspiel. Doch sein wertvollstes Produkt ist unsichtbar und tödlich: Auftragsmord. Er bietet seine Dienste Kartellen aus dem Balkan an. Die Preise sind fest, die Abläufe professionell. Wer zahlt, bekommt Resultate, schnell und effektiv. Seine Spezialität: Killer auf Motorrädern. 2 Männer, 2 Helme, 2 Sekunden. Sie tauchen aus dem Nichts auf und verschwinden wieder darin. Die Handschrift: eiskalt, effizient und international verständlich. Doch mit der Expansion kommt die Aufmerksamkeit. Die Behörden beginnen zu ermitteln und in der Unterwelt formiert sich Widerstand. Die Rivalen werden unruhig. 2 von ihnen sterben, mutmaßlich auf Befehl Boyuns. Kubilay Küçükaslan erschossen, Yüksel Usta Hüseyin ebenfalls tot. Was folgt, ist ein massiver Schlag der Polizei, Razzien, Haftbefehle. Boyun taucht unter. Zuerst in Georgien, dort wird er kurzzeitig festgenommen, aber mangels Beweisen wieder freigelassen. Dann flüchtet er nach Italien. 2021 wird er in Rimini erneut verhaftet. Doch auch diesmal kommt er frei, mit Ausgangsbeschränkungen in einer kleinen Stadt. Was wie ein Rückzug wirkt, ist in Wahrheit eine Neuordnung. Boyun beginnt von Italien aus sein Netzwerk weiterzuführen. Die Kommunikation läuft über sogenannte Pizzini, kleine gefaltete Notizzettel, überbracht von Vertrauten. Die Polizei vermutet, auch aus dem Exil gab er präzise Anweisungen: Morde, Erpressung, Koordination mit ausländischen Kartellen. Er ist nicht mehr der Junge aus Beyoğlu, er ist jetzt ein Player auf dem europäischen Untergrundmarkt. Mit Barış Boyun kam der Aufstieg einer der gnadenlosesten Auftragskillergruppen Europas, die Dalton-Bande. Eine eigenständige Truppe, brutal, effizient, unabhängig. Doch sie arbeiteten eng mit Boyun zusammen.
Wie eine Subfirma der Gewalt. Wenn Bojan einen Namen auf dem Tisch hatte, den er nicht selbst erledigen lassen wollte, griff er zum Telefon. Und die Daltons erledigten den Rest. In der Unterwelt wurden sie die Todesbande genannt, geführt von Beratcan Gökdemir, bekannt als Can Dalton, und Bahadır Akdağ. Ihre Spezialität: Morde auf offener Straße, ausgeführt mit tödlicher Präzision. Auch international kamen diese Auftragskiller zum Einsatz. September 22, Istanbul. Jovan Vukotic, Chef des montenegrischen Scaljari-Kartells, wird im Stadtteil Şişli erschossen, vor den Augen seiner Familie. 2 maskierte Männer auf einem Motorrad, 8 Schüsse. Die Auftraggeber vermutlich das rivalisierende Kavaç-Kartell. Die Ausführenden Boyans Dalton-Verbindung. Preis rund 1 Million Euro. Die Botschaft: Die türkische Unterwelt hat Anschluss an den internationalen Drogenkrieg und sie spielt aktiv mit. Doch was sie für andere taten, widerfuhr irgendwann ihnen selbst. 11. September 2023, Athen, Vorort Louza. 6 Dalton-Mitglieder sitzen in einem Auto, alle auf der Flucht aus der Türkei. Dann Kugelhagel. Unbekannte Täter durchlöchern den Wagen. Keiner überlebt. Griechische Ermittler sprechen von einem professionellen Hinrichtungskommando. Türkische Medien bringen sofort einen Namen ins Spiel: die Saral-Familie. Ein mächtiger Schwarzmeer-Clan, mit dem Bojan in offener Feindschaft steht. Insider behaupten, ein Informant aus Bojans Umfeld verriet den Aufenthaltsort der Dalton-Mitglieder. Ein Racheakt, kalt serviert im Exil. Der Saral-Clan ist eines der einflussreichsten mafiösen Großfamilien der Türkei. Der Clan stammt aus Trabzon, agiert aber längst international mit Verbindungen zu europäischen Drogenkartellen, insbesondere in dem Balkan. Der Angriff in Athen markierte eine neue Eskalationsstufe. Als kurz darauf ein Attentat auf Barış Boyan selbst verübt wurde, wurde deutlich, dass seine Gegner ihn auch im Exil nicht vergessen hatten. In Viterbo, Italien, wo Bojan unter Hausarrest stand, klingelte es im April 2024 an seiner Wohnungstür. Seine Ehefrau öffnete, ein Unbekannter eröffnete das Feuer, verfehlte sie jedoch und entkam unerkannt. Die italienischen Behörden stuften den Vorfall als gezielten Mordversuch ein. Für Bojan war es ein persönlicher Angriff und der Wendepunkt. In der Folge plante er einen Gegenschlag, der beispiellos gewesen wäre: einen bewaffneten Angriff auf eine Aluminiumfabrik des Saral-Clans. Die Fabrik galt als inoffizielles Machtzentrum, ausgestattet mit gesondertem Sicherheitstrakt für interne Verhandlungen. Laut internen Abhörprotokollen wollte Bojan einen 6-Mann-Trupp losschicken, bewaffnet mit AK-47 Sturmgewehren, Panzerfäusten, einem Raketenwerfer und mehreren Granaten. Der Angriff sollte bei Einbruch der Dämmerung erfolgen, minutiös geplant mit Drohnenaufklärung, Peilsendern und Fluchtwegen. Der Zugriff der türkischen Behörden kam nur Stunden vor der Ausführung. Ermittler fanden in einem Safehouse in der Nähe des Zielorts Sturmgewehre, taktische Karten, GPS-Störsender und vollständige Einsatzpläne. Doch der entscheidende Schlag gegen Bojan erfolgte am 22. Mai 2024. In einer europaweit koordinierten Razzia unter Leitung von Europol und italienischen Sondereinheiten wurde er in Viterbo festgenommen. 18 Personen wurden verhaftet, darunter 14 türkische und 3 italienische Staatsangehörige. Ihnen werden bandenmäßiger Mord, Waffenhandel, Erpressung und Mitgliedschaft in einer bewaffneten kriminellen Organisation vorgeworfen. Laut Medienberichten war es auch politischer Druck aus Ankara, der die italienischen Behörden zum Handeln zwang. Das Schicksal der Dalton-Bande ist unklar. Nach dem Athen-Massaker wurden mehrere Mitglieder, darunter Can Dalton, international gesucht. Manche sollen untergetaucht sein, andere wurden wohl intern liquidiert. Seit Sommer 2024 fehlt jede Spur. Barış Boyan sitzt zwar in Haft, doch seine Organisation bleibt aktiv. Ermittler vermuten, dass er weiterhin Befehle über Mittelsmänner gibt. Gewalt und Erpressung in Istanbul tragen noch immer seine Handschrift. Mafia-Clans, Auftragskiller, Finanzbetrug. Bei uns bekommst du die dunkelsten Geschichten der Unterwelt. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen. Sleeping Brain.